Ahoi zusammen, ich sitze hier mit Sophia und Lisa und die zwei sind auch ESC-Fans, machen auch einen Podcast, aber sie sind auch wirkliche Experten, denn sie haben ihre Bachelorarbeit über den ESC geschrieben. Ja, wie kam es dazu, dass ihr euch damit auseinandergesetzt habt? Lisa? Also wir haben beide populäre Musik und Medien studiert. Das heißt, es lag jetzt gar nicht so fern davon ab. Und irgendwie im Studium, als wir angefangen haben, hat sich halt schnell herausgestellt, wir haben die gleiche Leidenschaft und es teilt sich so. Und dann haben wir festgestellt, der ESC hat unglaublich viele Schnittpunkte wissenschaftlich an ganz viele Themen. Und dann war es nur noch ein kleiner Schritt über unsere eigene Radiosendung zum Eurovision Song Contest, die wir halt beim Campusradio hatten, dann auch zu sagen, jetzt ziehen wir den Schuh ganz durch bis zur Bachelorarbeit. Ja. Und was war jetzt das genaue Thema? Unterschiedlich. Bei Lisa, das muss sie selber sagen, worum es da ging. Ich habe eine Ästhetikanalyse gemacht vom Auftritt von Conchita Wurst mit dem Hintergrund, dass ich schauen wollte, welche Elemente von Camp-Ästhetik man da finden kann. Weil ich immer fasziniert davon war, dass der ESC so viele Homosexuelle anzieht als Publikum. Und ich habe versucht, das ein bisschen über diese Camp-Ästhetik rauszufinden, woran es denn liegen könnte. Was ist Camp-Ästhetik? Das ist praktisch, also kurz zusammengefasst ist es die Sache, hat man glaube ich schon mal gehört, dass man sagt, das ist so schlecht, dass es schon wieder gut ist. Und da gibt es halt eine Korrelation, dass man sagt, dass viele Homosexuelle das irgendwie ansprechend finden auf eine Art. Genau, da gibt es halt wissenschaftliche Texte dazu, denen ich mich da angenommen habe. Okay, spannend. Ja, und was war dein Thema? Ja, wir Deutschen sind ja geplagt. Von letzten Plätzen, wenig Punkten etc. Und ich habe untersucht, inwiefern deutsche ESC-Fans das auf ihre nationale Identität beziehen. Also mit diesem Begriff der nationalen Identität geguckt, was ist das überhaupt, was ist es im Kontext des ESCs und dann halt eine Umfrage gemacht und habe da irgendwie so mit 60 Antworten gerechnet und habe dann aber nachher 600 Antworten gehabt, weil ich es auch über den Prinz-Blog und so weiter zum Glück rausschicken konnte. Und habe dann da festgestellt, dass viele Fans sich nicht repräsentiert fühlen, dass halt sie frustriert sind, sich nicht mehr als Deutsche outen wollen, wenn sie beim ESC sind und all solche Sachen halt in diesen Interviews halt rausgefunden, ja. Gibt es denn auch eine Lösung, also außer natürlich einen super Künstler zu haben, der erfolgreich ist, dass man auch den ESC in Deutschland wieder ein bisschen beliebter macht? Ja, ich glaube, das hat ganz viele Aspekte, die man gar nicht im Rahmen einer Bachelor- oder Masterarbeit so beantworten kann. Das ist ja auch ein Grund, warum Sophia und ich gesagt haben, wir wollen das ins Campusradio holen, wir machen jetzt den Podcast, wir wollen das in unserem privaten Umfeld quasi lauter machen, das Thema, um es halt auch einer Jugend zugänglich zu machen, weil wir sind so verwöhnt von On-Demand-Diensten, dass wir uns nicht mehr so viel mit regulärem TV-Programm auseinandersetzen, auch nicht mit dem ESC und dann halt diese Begeisterung dafür halt in seinem privaten Umfeld zu verbreiten, das ist, glaube ich, schon mal ein Schritt, um das zu tun in Deutschland. Aber so im Rahmen der Bachelorarbeit, um darauf zurückzukommen, ist halt im Prinzip noch rausgekommen, dass sie sich mehr Mitbestimmungsrecht wünschen und das gab es ja in einem gewissen Rahmen dieses Jahr. Genau, da gab es das Europanel, da hat ja auch der Alex ein bisschen was zu erzählt. Ja, zum Image, zum ESC in Deutschland. Ich denke mal, bei euch im Freundeskreis ist das ähnlich. Da kommen dann immer wieder die Fragen, da könnt ihr jetzt auf euren Podcast verweisen, aber ja, erzählt mal, wie ist das bei euch im Freundeskreis, im Bekanntenkreis? Wie wird da eure Begeisterung für den ESC aufgenommen? Ich glaube, bei uns ist es sowieso nochmal eine besondere Situation, weil wir natürlich durchs Studium auch viele Freunde haben, die wirklich sich sehr intensiv mit Musik beschäftigen. Und dann kommt natürlich immer erstmal die Reaktion so, check ich nicht, ist doch irgendwie total grottig so. Aber ich glaube, wir tun immer unser Bestes, um praktisch diese Freude, die uns es bringt, zu verbreiten und einfach zu zeigen, was einfach so die Punkte daran sind, die uns Spaß machen und dass es halt wirklich ein Event ist, was so viele Facetten hat und so interessant sein kann, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Und die meisten sind dann auch relativ interessiert und hören sich das dann gerne auch an und ich habe das Gefühl, dass wir so ein paar Freunde auch schon ein bisschen bekehren konnten. Also zumindest eine Freundin, die von uns beiden hat mir jetzt auch schon berichtet, dass sie schon Freunde eingeladen hat zum das Anschauen und sich die Punktetabellen ausdruckt und so. Also da sind dann schon ein paar Punkte erreicht worden von uns, glaube ich. Ja, vielleicht, was würdest du sagen, wenn du jetzt eben Werbung machen müsstest für den ESC? Warum sollen sich Leute da draußen das dieses Jahr, nächstes Jahr nochmal anschauen und dem Ganzen eine neue Chance geben? Boah. Ich würde sagen, man muss das mit so ein bisschen Augenzwinkern sehen. Das hat alles mit der eigenen Haltung zu tun. Wenn ich das gucke und ich will es nicht gut finden, dann
habe ich dieses Ergebnis. Aber wenn man sich darauf einlässt, verschiedene Kulturen kennenzulernen, ich sage auch immer, das ist auch mein Teil als Europäerin, mir das anzugucken, auch hier vor Ort natürlich, man total viele nicht nur Deutsche, neue Leute kennenlernt, die da Lust drauf haben auf das Thema, sondern auch zwischen Australiern, Iren, Franzosen, keine Ahnung steht. Das finde ich auch super spannend, wenn man vor Ort ist, aber halt die ganzen verschiedenen auch Auffassungen von Musik oder Ästhetik oder Image mitzukriegen, macht einfach unglaublich, und es ist natürlich auch, es bleibt ein bisschen trashig und es macht einfach Gaudi. Aber ich glaube, Sophia kann das immer ein bisschen besser zusammenfassen als ich. Dann vielleicht auch noch an dich die Frage. Ja, es ist super schwierig, weil das ist auch, also das sagen wir sowieso immer, es hat so viele Facetten, dass man sich schwer tut, es in wenigen Sätzen zusammenzufassen. Aber also es ist wirklich, es ist Entertainment, es ist Musik. Das sind da schon mal 2 Sachen, die mega cool sind. Es ist die größte Entertainment-Sendung der Welt, also allein das finde ich schon interessant. Dann spielt natürlich Politik mit rein, nationale Identität, nationale Kultur. Also man erfährt so viel über die einzelnen Länder, über Kulturen, über Machenschaften innerhalb von Europa. Ich finde, es gibt kein Programm im Fernsehen, was das so vielfältig beleuchtet. Und am Ende, klar, es ist nur der ESC, sage ich jetzt mal, und es ist auch irgendwie eine komische Veranstaltung. Aber das macht es ja umso cooler, oder? Dass so viele spannende Aspekte sich in einer Show verbergen, die auf den ersten Blick total wahnsinnig erscheint. Also das finde ich halt irgendwie so das Beste daran eigentlich. Ja, ich würde sagen, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Gebt dem Ganzen mal eine Chance, schaut es euch nochmal an und ansonsten verfolgt weiter meinen Blog und euren Blog. Wie heißt der nochmal kurz für eure Werbung? Eskalation, aber Eskalation mit ESC natürlich. Ne? Der Hint ist verstanden. Kann man, glaube ich, einfach googeln und findet es dann. Und ansonsten über die Anchor-App, das ist eine Podcast-App. Und ja, in dem Sinne verabschieden wir uns mit einem freundlichen Ahoi. Ahoi.